Hallo, liebe Freundinnen und Freunde vom Be a Mover Talk. Wir sind heute an einem ganz besonderen Ort und sprechen mit einem ganz besonderen Menschen. Wir sind in Gaggenau, das ist die Pforte zum Murgtal. Für Menschen, die nicht wissen, wo das ist, in der Nähe von Rastatt in Baden. Wir sind hier beim Unimog-Museum, das es seit einigen Jahren gibt und das einen Erweiterungsbau bekommen hat. Und der Motor dieses Unimog-Museums ist ein ganz besonderer Mann und mit dem wollen wir heute reden. Und deswegen gehe ich hier rein ins Museum und dann sehen wir mal, was er uns zu erzählen hat. Wird bestimmt interessant. Also hereinspaziert. So, jetzt sind wir hier drin im Unimog-Museum in Gaggenau. Eine wunderbare Atmosphäre, muss ich sagen, wenn ich mich hier umgucke. Und bei uns ist jetzt der besondere Mann, den ich angekündigt habe, der Motor des Unimog-Museums in Gaggenau, Stefan Schwab. Junge 70 Jahre alt, aber voller Energie für dieses wundervolle Museum. Stefan, wie bist du eigentlich auf den Unimog gekommen? Bist du sozusagen hier aus der Gegend und mit ihm aufgewachsen oder wie begann die Geschichte mit dir und dem Unimog? Schon in den Ferien als kleiner Junge, als Schüler auf dem Bauernhof von meinem Onkel war das Größte, mit dem Unimog mitgenommen zu werden. Von daher habe ich schon sehr, sehr früh eine Beziehung zum Unimog aufgebaut. Da muss man zum Unimog ja eigentlich was sagen. Eigentlich ist der Unimog ja ein Nachkriegsgewächs. Morgenthau-Plan sah ja vor, dass Deutschland ein Agrarstaat wird. Und welche Rolle spielte dann der Unimog? Heißt ja übersetzt, glaube ich, Universal-Motorgerät, liege ich da richtig? Das ist richtig. Das Universalmotorengerät war zunächst mal für die Landwirtschaft konzipiert. Es war die Antwort von Ingenieuren und von Agrartechnikern, was brauchen wir in Deutschland, A, um den Hunger zu überwinden und B, wenn Deutschland Agrarstaat werden sollte, was brauchen wir dann in der Landwirtschaft? Und so ist der Unimog entstanden als Universalmotorengerät, aus der Landwirtschaft kommen, über den Forst dann in alle anderen Bereiche vorgedrungen. Da war die Anfangsgeschichte relativ bewegt. Der war ja nicht von Anfang an in Gaggenau. Böse Zungen sagen Schwäbisch Gmünd, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es ging los. Die ersten 4 Prototypen wurden in Schwäbisch Gmünd gebaut. Dort gab es bei Erhard und Söhne einen Unternehmer, der da die Chance erkannt hat, dass er da eventuell Zukunftspotenzial hat und ein neues Geschäftsfeld. Und er hatte sehr gute Kontakte zu den Alliierten und dadurch die Genehmigung bekommen für diesen Prototypenbau von einem Landwirtschaftsgerät. Und danach ging es nach Göppingen zu Böhringer. Dort wurden die nächsten Prototypen gebaut und auch die ersten Fahrzeuge in Serien. Aber dann war das Fahrzeug so erfolgreich. Und dann kam es Gott sei Dank nach Gaggenau 1951 mit sensationellen 1500 Aufträgen in den Büchern. Das war für die Nutzfahrzeugler in Gaggenau eine Sensation. Und dann hat der Siegeszug in Gaggenau begonnen. Ist ja Gaggenau ein uralter Standort. Ich glaube, die ersten Fahrzeuge 1909, liege ich da so richtig, die hier produziert wurden oder sagen wir mal für ein Automobil produziert wurden, so kann man es ja auch sagen. Wir haben hier unser ältestes Fahrzeug aus Gaggenauer Produktion, Baujahr 1897. Das ist der einzigste erhaltene in Deutschland, ein Orient-Express der Firma Bergmann. Den konnten wir vor einigen Jahren zurückkaufen aus England. Da sind wir mächtig stolz drauf. Der gehört uns, der Stiftung Unimog Museum. Und damit können wir die Anfänge des Automobilbaus in Gaggenau zeigen. Und da haben wir dann viele weitere Stationen und haben dann eben die Unimog-Geschichte, die hier in Gaggenau 1951 begann. Warum wird der Unimog heute nicht mehr hier produziert? Wir hatten eine Entwicklung, dass der Unimog immer spezieller wurde. Das war die Zeit, dass das Universalgerät ersetzt wurde durch Spezialmaschinen. Wir hatten dann eine Phase, wo auch in den Armeen kein Bedarf mehr da war. Durch die Entspannungspolitik, muss man ja sagen, Gott sei Dank, gerade in heutigen Zeiten. Und im Agrarbereich war der Rückgang vorprogrammiert mit den Spezialmaschinen und die Kommunen haben nur noch Ersatzteile gekauft, weil sie keine Budgets mehr hatten, um Neufahrzeuge zu kaufen. Das heißt, das Unternehmen hat eigentlich über das Ersatzteilgeschäft seinen Gewinn gemacht. Aber die Stückzahlen insgesamt fielen von über 10.000 auf rund 2.000 zurück. Und das war natürlich eine Wahnsinnsherausforderung, ein wirtschaftlicher Überlebenskampf. Und irgendwann war dann die Situation,
dass diese 2000 Unimog nicht mehr wirtschaftlich in Gaggenau produziert werden konnten. Ich sage da immer dann etwas spaßhalber, 41 Kilometer von hier im Werk Wörth, in dem größten Nutzfahrzeugwerk, das der Konzern hat, da fallen 2000 Unimog quasi in der Frühstückspause vom Band. War aber bestimmt für dich als Betriebsrat keine einfache Situation. Das war die schwierigste Phase in meinem Arbeitsleben. Wir hatten hohe Emotionalität, weil sich natürlich die Gaggenauer mit diesem Unimog identifiziert haben. Es ist einfach das weltbekannteste Nutzfahrzeug und egal wo man auf der Welt war, hat man einen Gaggenauer getroffen. Und dann haben wir 2207 Jahre Automobilbautradition beendet. Die Montage von Fahrzeugen hat ja nicht mehr stattgefunden. Das war hochemotional. Wir mussten aber entscheiden und haben die Belegschaft mitgenommen, wollen wir mit der Tradition untergehen und das Risiko haben, dass es irgendwann nicht mehr geht, oder wollen wir den Standort neu ausrichten mit neuen Produkten. Und wir gingen so weit als Arbeitnehmervertreter, dass wir die Belegschaft darüber haben abstimmen lassen. Und die Belegschaft hat sich mehrheitlich für diese Neuausrichtung des Standortes entschieden. Das war hochemotional. Da war alles dabei, von der Morddrohung bis zu heftigen Gesprächen. Aber die große Mehrheit hat diese Entscheidung mitgetragen. Und als Ergebnis hatten wir dann hier letztendlich auch noch dieses Museum in Angriff genommen, um diesem 107-jährigen Automobilbau etwas anzuhängen als dauerhafte Einrichtung hier in der Region. Wenn du zurückguckst, war es die richtige Entscheidung damals, den Standort zu sichern und zu sagen, das liebgewonnene Gefährt geben wir ab nach Wörth, 40 Kilometer weiter? Das war der einzig richtige Weg. Die Entscheidung war absolut richtig. Wir müssen in den Fabriken einfach auch Veränderungen wahrnehmen und zukunftsfähig werden. Ich denke, wir haben im Augenblick eine ganz ähnliche Transformation in einer viel größeren Herausforderung. Und da war der Unimog so ein bisschen ein Vorläufer, wie man sowas organisiert. Und ich kann nur den jetzigen Belegschaften und den jetzigen Verantwortlichen im Management sagen, macht's gemeinsam und stellt euch auf die Zukunft ein und die wird immer mit Veränderung verbunden sein. Wenn du in die Zukunft guckst, du sagst ja selbst, Transformation ist wieder da und ist eine Notwendigkeit. Glaubst du, dass man solche Standorte, Zulieferwerke, ist ja nicht nur Gaggenau, ist ja meinetwegen auch Kassel, so die Komponentenwerke, dass die weiterhin eine Zukunft haben? Ich hoffe ja und ich glaube auch, dass es machbar ist. Wir brauchen natürlich neue Arbeitsteilungen und ich denke, dass man in der Lage sein muss, die Standorte so mitzunehmen und so auszurichten, dass sie zukunftsfähig sind. Möglicherweise der eine oder andere nicht mehr mit der Beschäftigtenzahl wie in der Vergangenheit, aber wichtig ist, dass eine Stabilität, wenn dann vielleicht auch in dem einen anderen Fall in etwas niederem Niveau für die Zukunft gesichert ist. Gut. Jetzt gehen wir mal weiter. Wir haben hier einen Erweiterungsbau, den wir uns angucken wollen. Und dann reden wir mal ein bisschen über den Verein und was ihr macht und wie ihr es macht. Das ist ja durchaus ein Modell, das in der Zukunft auch vielleicht woanders nochmal weiterentwickelt werden kann. Gehen wir mal rüber. Ja. So, wir sind jetzt hier im neuesten Teil des Unimog-Museums. Das ist der Erweiterungsbau, Stefan. Wann ist der eröffnet worden? Der ist vor wenigen Tagen eröffnet worden, nämlich am 28. Januar. Sind wir mächtig stolz drauf, dass wir das jetzt geschafft haben, obwohl wir zu den lausigsten Zeiten, die möglich sind, gebaut haben. Materialprobleme, Preisprobleme, Handwerkerprobleme, alles, was man so in der Öffentlichkeit mitbekommt, haben wir hier richtig erlebt. Also richtig in Corona-Zeiten ist doch noch was entstanden, muss man sagen, ne? Ja, wir sind absolut happy. Alle Besucher, die zu uns kommen, sind begeistert. Wir haben sehr, sehr positive Rückmeldungen und das ist sehr, sehr schön. Okay. Nun ist das ja nicht so ganz einfach, wenn man ein Verein ist, da Menschen zu bewegen, Geld zu geben, damit man das hier realisieren kann. Wie machst du das? Ach, da muss man eine Klaviatur haben, die sehr weit geht. Also ich freue mich in den nächsten Tagen drauf. Wir haben schon vor vielen Jahren eine Bausteinaktion initiiert. Dort kann man Bausteine kaufen,
kleiner Baustein 25 € bis zum Goldbaustein für 2.500 €. Unser größter Baustein, den wir verkauft haben, 33.000 € symbolisch. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, 250.000 € darüber einzusammeln. Und es fehlen im Augenblick noch 2,5% für die 100%-Marke. Also wir sind kurz vom Ziel. Das ist ein Baustein. Dann haben wir ganz viele Unternehmen. Und natürlich hat uns auch der Konzern ganz wesentlich geholfen mit einer großzügigen Unterstützung in Form einer Spende, um das zu ermöglichen. Bis hin, dass der Landkreis Rastatt 200.000 € dazugegeben hat. Die Stadt Gaggenau hat sich finanziell spendabel gezeigt. Also wir haben in einer ganz breiten Klaviatur versucht, Geld zu akquirieren, um diesen Bau zu ermöglichen. Wie viele Mitglieder hat eigentlich der Verein, dem du vorstehst? Knapp über 1.000 Mitglieder. Wir sind, das ist mehr symbolische Mitgliedschaft, weil mit 25 € Mitgliedsbeitrag im Jahr und freiem Eintritt im Museum dadurch kann ich natürlich so eine Einrichtung nicht finanzieren. Aber da geht es mehr um Verbundenheit zeigen, um symbolisch zu zeigen, ich unterstütze das Museum. Viel wichtiger dabei ist übrigens der Unimog Club, unser Mutterverein, der mit über 8.000 Mitgliedern ein richtig großer Markenclub ist. Und der Unimog hat einfach Mitglieder, über 8.000 Stück in 49 Ländern der Erde. Kommen wir mal wieder zurück, es ist das weltbekannteste Nutzfahrzeug. Ist es ein Fahrzeug von hoher Emotionalität? Wenn man Unimog sieht draußen, bleibt man immer irgendwie stehen oder guckt oder man fährt vorbei und dreht sich nochmal um. Das ist gerade einer. Wie kommt das, dass ein Fahrzeug solche Emotionen hervorruft? Das ist eine gute Frage, die kann ich selber nicht so genau beantworten. Ich stelle nur fest, dass es so ist. Und das ist einfach, glaube ich, vor allen Dingen der Tatsache geschuldet, dass ich mit dem Unimog in Gegenden oder in Gelände noch Ziele erreiche, wo ich mit jedem anderen Fahrzeug scheitere. Das ist einer der ganz wesentlichen Faktoren. Wir sagen so manchmal, Unimog, alles andere ist Behelf. Und auch der Wert von Straßen wird überschätzt. Also Unimog hat einfach in seiner Geländegängigkeit, in seiner Emotionalität eine einmalige Stellung. Kannst du dir eigentlich auch einen elektrischen Unimog vorstellen, einen vollelektrischen? Ja, noch nicht so richtig, aber es wird ja wohl alles elektrisch werden. Ich habe bisher immer gedacht, es ist beim Feuerwehrwagen wichtiger, dass wir möglichst viel Löschwasser an den Brandherd bringen. Wenn ich an die Katastrophe im Ahrtal denke, die einzigsten Fahrzeuge, die dort noch durchs Wasser kamen, in vielen Filmaufnahmen konnten wir das verfolgen, waren Unimog. Und da frage ich mich dann schon, ob wir für diese Anwendungen nicht weiter bei unserem Klassiker bleiben, beim Verbrennungsmotor. Aber das wird sich mit der Zeit herausstellen. Wir sollten da mit der nötigen Gelassenheit rangehen und den Unimog so ausstatten, dass er im Katastrophenfall zur Verfügung steht und einsatzfähig ist. Ist hier ein Fahrzeug, das sehen wir, draußen steht es auch vor der Tür sozusagen. Das ist ein ganz besonderes Fahrzeug. Es hat den Höhenweltrekord für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor geschafft. Wo war das und wie lange ist das her? Das sieht ja alles noch ziemlich neu aus. Ja, das war im Jahr 2019. Wir haben 2 baugleiche Fahrzeuge, das sind eigentlich ursprünglich Serienfahrzeuge. Die wurden hier bei uns in der Museumswerkstatt von unserem technischen Leiter umgebaut, höher gesetzt und so weiter. Also wurden dezente Eingriffe vorgenommen und für diese Höhenexpedition in Chile vorbereitet. Und im Dezember 2019 wurde damit der Höhenweltrekord für Radfahrzeuge aufgestellt mit diesen 2 baugleichen Fahrzeugen. Und wir sind da absolut glücklich, diese Fahrzeuge hier auch dem Publikum zeigen zu können. Und wir erleben immer, wie hier die Menschen mit offenem Mund staunend dieses Wunderwerk der Technik anschauen. Und das macht richtig Spaß, auch im Gelände dieses Fahrzeug vorzuführen. Das ist also was ganz Außergewöhnliches. Also man kann mit dem Schwesterfahrzeug, von dem der hier steht, fahren mit euren Fachleuten, die wissen, wie so ein Fahrzeug bewegt werden kann. Ja, natürlich. Wir bieten hier Fahrertrainings an, auch im Offroad-Gelände.
auch übrigens für Feuerwehren, für technisches Hilfswerk, also für diejenigen, die darauf angewiesen sind, machen wir das. Wir haben Fahrertraining in einer Anfrageflut, dass wir es kaum bearbeiten können. Man muss ganz nüchtern sagen, dass es ein Standbein unserer Wirtschaftlichkeit ist. Ein Museum lässt sich ja nicht wirtschaftlich betreiben, ist immer auf Zuschüsse angewiesen. Wir nicht. Wir erarbeiten unsere Zuschüsse selbst und ein Baustein davon ist Fahrertraining. Wir machen mit unserem Fahrertraining mehr Umsatz wie beim Eintritt vom Museum. Und das heißt, also angenommen, ich wäre bei der Freiwilligen Feuerwehr XY und würde dann hierher kommen, dann würde ich mich bewerben sozusagen. Ich habe wahrscheinlich eine Warteliste, vermute ich mal. Und dann darf ich kommen und fahren unter Anleitung, korrekt? Ja gut, wir haben ein einfaches Fahrertraining in unserem Außenparcours, gibt es für 190 €. Übrigens ein sehr beliebtes Geschenk auch an allen möglichen Anlässen, Geburtstag, Weihnachten oder sonst was, wird sehr häufig als Gutschein verschenkt und dann muss man den Tag buchen und dann wird 1 Stunde Theorie, 1 Stunde Praxis, dann darf derjenige in unserem Außengelände selbst fahren. Und das ist natürlich ein Erlebnis. Und was ich da ganz spannend finde, da kommen wir wieder zu diesem Kultfahrzeug. Wir erleben hier, dass der Hobbyhandwerker hierher kommt, aber wir haben auch schon den Milliardär gehabt, der mit dem Privatjet zum Baden Airport kam, hierher kam, um dann überglücklich 1 Stunde Fahrertraining hier zu machen. Also über alle soziale Schichten gibt es begeisterte Unimog-Fans. Und für die ist natürlich ein Fahrertraining mit diesem Fahrzeug selbst fahren zu können im Gelände das absolute Highlight. Klar. Das sind ja fast alles Unikate, die ich hier sehe. Also bis hin zu diesem wunderbaren Orient-Express, der da steht. Und der sehr viel Geld gekostet hat auf der einen Seite, aber eben auch eine Faszination ausstrahlt. Wie kriegt man solche Unikate hierher? Also screent ihr den Markt? Gibt es ein Netzwerk von Unimox-Freunden, die sagen, hey, da kommt was und ich habe was? Oder gibt es auch mal eine Erbschaft? Wie funktioniert das? Gibt es alles. Ganz wichtig, Grundvoraussetzung ist der Unimog-Club mit seinem Umfeld. Und wie gesagt, unser Mutterverein. Die Szene ist so riesengroß und wenn wir dann sagen wir, ein spezielles Thema bearbeiten wollen, dann fragen wir in der Szene nach und dann kriegen wir Fahrzeuge als Leihgabe angeboten. Wir können nicht den eigenen Fahrzeugbestand ständig hochfahren, das wäre eine viel zu große Kapitalbindung. Wir leben viel lieber mit Leihgaben und haben damit ein lebendiges Museum, immer wieder wechselnde Themen. Wir haben natürlich auch einen ständig wachsenden eigenen Bestand. Und da ist in der Tat das, was du angesprochen hast, vom testamentarischen Unimog, den wir vermacht bekommen, bis zur Schenkung oder zum symbolischen Kauf für 1 € alles drin. Wir bekommen fast jede Woche ein Fahrzeug angeboten. Wir müssen aber meistens ablehnen, weil wir einfach die Kapitalbindung uns nicht leisten können. Nur bei ganz ausgewählten Schnäppchen oder ganz günstigen Exemplaren schlagen wir letztendlich zu. Und habt ihr auch noch irgendwo Hallen, wo ihr Fahrzeuge unterstellt, die nicht laufend in der Ausstellung sind? Ja, wir haben eine eigene Lagerhalle, 800 Quadratmeter, proppevoll. Und ich bin gerade dabei, eine weitere Halle anzumieten. Also das ist das Problem bei Museumsleuten. Die sammeln und die Lagerfläche, die notwendig wird, wird immer größer. Da gibt es ja bei der Daimler Truck AG kein eigenes Museum bisher. Und im Rahmen der Aufspaltung des Unternehmens gibt es ja durchaus Bestrebungen, sozusagen eine eigene Sammlung, sag mal, aufzubauen. Wärt ihr nicht ein richtiger Träger für sowas mit eurem Verein? Das wäre sicherlich denkbar. Wir haben ja hier mit dem Unimog bewiesen, wie es geht und wie man es machen kann. Und natürlich in Gaggenau, in der Wiege des Nutzfahrzeugs des Konzerns, wäre es natürlich eine große Freude. Und man müsste dann eben prüfen, kann man da genauso viele Enthusiasten gewinnen, dass man praktisch eine Vereinsstruktur erweitern kann,
um dieses Themenfeld noch zu bespielen. Das wäre sicherlich hochinteressant und wäre eine ganz tolle Geschichte. Wenn ich so in den Vorstand gucke unseres munteren Unternehmens, dann sehe ich, dass da relativ viele Leute sind, die schon mal hier im Mucktal gearbeitet haben. Die wird dann auch als Gaggenau-Gang bezeichnet, manchmal. Ist das positiv oder negativ für euch, diese Verbindung? Die kann nur positiv sein. Ich sage, jeder, der in Gaggenau war und mal erlebt hat, wie in Gaggenau Belegschaft und Management miteinander arbeiten, hat es als Bereicherung erfahren. Und von daher kann das eigentlich nur eine Befruchtung sein und eine gute Sache. Wie lange willst du das eigentlich noch machen? Also du bist ja von einer gewissen jugendlichen Frische gekennzeichnet. Das heißt, ich habe das ja auch mitgemacht, als hier eingeweiht worden ist. Dann haben dann manche gesagt, wenn man dem Schwab die Hand gibt, dann muss man schon damit rechnen, dass es was kostet. So, aber das war nicht bös gemeint. Ja, das war nicht bös gemeint, sondern das war auch so als Anerkennung gemeint. Es war deutlich zu merken. Aber das kostet natürlich einen irren Einsatz. Da musst du ja auch Gedanken machen, wie soll das weitergehen? Ja, mache ich mir sehr intensiv. Ich bin hier als Vereinsvorsitzender sozusagen ehrenamtlicher Vollzeitbeschäftigter und ich weiß, dass es nicht ganz einfach wird, die Nachfolge zu regeln. Ich werde, solange die Mitglieder das wünschen und solange meine Gesundheit mitspielt, noch unter Volldampf weiterarbeiten, aber wir arbeiten im Augenblick schon permanent an Zukunftsstrukturen. Wie können wir diese Einrichtung zukunftsfähig machen, dass diese Einrichtung auch noch in der nächsten Generation funktioniert. Und da gehören viele Mosaiksteinchen dazu. Da gehört auch die ganz enge Zusammenarbeit mit dem Unimog Club dazu, mit seinen 8000 Mitgliedern. Da gehören aber auch solche Dinge dazu, dass wir eine Stiftung gegründet haben, um, wenn hier Ehrenamt nachlässt oder wenn wir nicht mehr in der Lage sind, Instandhaltung zu erwirtschaften, aus einer Stiftung auch was schütten zu können. Und das haben wir schon jetzt praktiziert in der Corona-Phase. War eine Schüttung aus der Stiftung die Überlebensfrage für unsere Betriebs GmbH. Und von daher haben wir da schon zum ersten Mal so richtig gespürt, wie wertvoll die Stiftung für diese Gesamteinrichtung ist. Und so sind wir an vielen Stellschrauben unterwegs, zukunftsfähig zu werden. Natürlich muss diese Einrichtung noch blühen und gedeihen, wenn ich das Gras von unten sehe. Und das ist für mich selbstverständlich. An meiner Nachfolge sind wir dran. Und was wünschst du dir vom Konzern Daimler Truck? Mehr Unterstützung? Also ich muss sagen, wir hatten in der Vergangenheit eine fantastische Zusammenarbeit, eine fantastische Unterstützung. Und wenn wir das noch ein bisschen weiter pflegen, dann könnte ich mir sogar noch mal ein weiteres Gebäude hier vorstellen und eine sehr, sehr gute Zukunft. Weil auch das gehört dazu, kriegen wir das Geschäftsfeld so rund, dass es wirklich zukunftsfähig ist. Und das ist mein Ansporn, dieses Geschäftsfeld so weit auszubauen, das Gesamtgeschäftsfeld, dass es auch ohne mich als Motor noch einwandfrei läuft. Stefan, ich danke dir erstmal für dieses muntere Gespräch. Wir gehen gleich nochmal zum Fahrteil. Da kann ich nochmal einsteigen und mich ein bisschen durchschütteln lassen. Das gehört dazu. Ja, ich kann nur empfehlen für jeden, der hierher kommt, geht in dieses Museum, lasst euch inspirieren. Es sind wunderbare Exponate, es sind tolle Menschen, die hier ihre Freizeit investieren, die hier gerne arbeiten, die auch Spaß an dem haben, was sie hier machen. Und lasst euch davon inspirieren. Das sind echte Mover, nicht nur einer, sondern eine ganze Menge. Also, bis zum nächsten Mal und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen Unimog fahren. Dankeschön. Das war heute der Beer Mover Talk mit Stefan Schwab hier im wundervollen Museum in Gaggenau. Und jetzt geht's los. Wenn es losgeht, wir moven und euch noch viel Spaß. Und ich glaube, ich habe jetzt eine ganze Menge Spaß. Dankeschön.